Viele von euch beschäftigen sich mit dem Thema, wie man ein Konto im Ausland bekommt. Heute wollen wir uns damit befassen, in welchen europäischen Ländern man möglichst schnell und einfach ein Konto bekommt. Und darum geht es in diesem Video. Nun, zum Eingang muss ich zunächst mal sagen, dass natürlich eine einfache Kontoeröffnung, eine schnelle Kontoeröffnung praktisch schon ein Oxymoron, also letztlich ein Widerspruch in sich ist. Wir eröffnen seit fast 20 Jahren Konten und es war immer schwierig und es wird immer schwieriger. Ja? Also versprich dir hier bitte keine Wunder. Kontoeröffnung im Ausland ist immer schwierig und kompliziert. Aber nun gibt es natürlich Unterschiede. Manche sind einfacher als andere. Und alleine schon die Definition, was überhaupt einfach bedeutet, ist ja schon unterschiedlich von Fall zu Fall. Der eine findet es einfach, 100.000 Euro bei einer Bank zu deponieren. Ein anderer hat vielleicht einen Freund oder Bekannten, der in einem bestimmten Land wohnt, kann sich bei ihm anmelden und so ein Konto eröffnen. Also, was einfach ist oder nicht, das ist ein bisschen relativ. Eins ist klar, es gibt ganz wenige Länder, wo du einfach so aufschlagen kannst und dann in eine Bank marschierst und mit einem Konto nach Hause gehst. Trotzdem haben wir hier verschiedene Stufen von Einfachheit, sage ich mal, beschrieben. Was sind überhaupt die Vorteile eines Kontos im Ausland? Nun, hier gibt es 3 Dinge, die man anmerken sollte. Zunächst mal, wenn du ein Konto außerhalb der EU oder außerhalb des Euroraums eröffnest, dann hast du hier schon mal nicht das Währungsrisiko, falls du dir Sorgen um den Euro machst. Auch die Bankensicherheit kann hier natürlich ein Thema sein, zusätzlich zum Währungsrisiko. Wir wissen ja, es gibt ja das SAG-Gesetz und ein vergleichbares Gesetz gibt es in allen Ländern der EU, dass bei einer Bankenkrise, bei einem Bankencrash es keine Bailouts mehr geben wird, sondern Bail-ins. Das heißt, die Kunden der Bank, die über 100.000 auf dem Konto haben, müssen dann für die Bank bezahlen. Das gibt es überall in der EU, natürlich auch in Deutschland. Wenn du das also nicht willst, dann ist es ein weiterer Grund, außerhalb der EU hier ein Konto zu haben, jedenfalls wenn du über 100.000 auf dem Konto hast. Und der dritte Grund kann zum Beispiel einfach Schutz der Privatsphäre sein. Wenn du ein Konto im Ausland hast, dann kann zum Beispiel natürlich das Finanzamt nicht so ohne weiteres auf das Konto draufschauen, wie es auf ein deutsches Konto schauen könnte. Natürlich, es gibt fast überall den Informationsaustausch. Das heißt, hier erfährt das Finanzamt natürlich schon einmal im Jahr, was dort auf dem Konto passiert. Aber es gibt eben nicht diese Live-Abfrage, die bei deutschen Konten möglich ist. Mit einigen Missverständnissen möchte ich hier noch aufräumen. Steuerliche Vorteile hat ein Konto im Ausland überhaupt nicht. Sämtliche Einnahmen, wie zum Beispiel Zinsen, die du dort generierst, musst du natürlich in der Steuererklärung melden. Ich hatte gerade eben schon gesagt, es gibt den Informationsaustausch in fast allen Ländern. Dein Finanzamt bekommt es ohnehin mit. Aber es ist absolut nicht illegal oder problematisch oder in einem Graubereich ein Konto im Ausland zu eröffnen. Das darfst du machen, das kannst du machen. Hier gibt es keinerlei gesetzliche Regelungen und Schranken, die dir hier in den Weg gelegt werden. In unserer Liste der einfachen Länder haben wir jetzt natürlich auch EU-Länder hier mit erwähnt. Trotz der Vorbehalte, die du möglicherweise gegen die EU hast, für viele ist natürlich die Kontoeröffnung in der EU immer noch der einfachste Weg, hier zum Auslandskonto zu kommen. So, ich möchte als erstes mal mit den Online-Banken beginnen, mit sogenannten Online-Konten. Da haben wir zum Beispiel Revolut oder auch Wise. Revolut ist sehr einfach zu eröffnen. Die haben eine Vollbanklizenz in Litauen. Dort kannst du dir ohne weiteres normalerweise innerhalb von wenigen Minuten ein Konto eröffnen. Wise ist was Ähnliches. Dort wird es genauso gehen. Grundsätzlich gibt es die Pflicht jeder Bank in der EU, dir ein Konto zu eröffnen, ein sogenanntes Basiskonto. Das heißt, du kannst heute nach Frankreich, nach Malta, nach Italien, nach Spanien, nach Portugal zu jeder Bank gehen. Jede Bank muss dir ein einfaches Konto dort eröffnen. Allerdings musst du nachweisen, dass du einen Bezug hast zu diesem Land. Also zum Beispiel Mieteinkünfte, einen Job oder irgendwas anderes, warum du dort ein Konto brauchst. Das musst du denen erklären. Ansonsten müssen sie dir es nicht eröffnen. Hast du einen Bezug, sind sie verpflichtet, gesetzlich, laut EU-Recht und müssen dir das Konto eröffnen. Ebenfalls recht einfach zu eröffnen ist ein Konto bei der Postbank in der Schweiz. Du kannst in die Schweiz fahren und solltest in der Lage sein, während du dort bist, dort ein Postbankkonto
zu eröffnen. Wenn wir schon von der Schweiz reden, hier gibt es auch die Internetbank You, also ähnlich wie Revolut, Bank24 und so weiter und so fort. Wenn du in Deutschland und einigen wenigen anderen Ländern wohnst, zum Beispiel auch Österreich, kannst du dort bei You ein Konto eröffnen, hast dann auch ein Online-Konto, musst also gar nicht persönlich in die Schweiz fahren. Ansonsten ist es eigentlich auch relativ einfach, in der Schweiz heutzutage ein Konto zu eröffnen. Es wird halt einfach von dir erwartet, dass du dort Geld in der Bank lässt. Zum Beispiel Zürcher Kantonalbank verlangt momentan 100.000 Franken, die du dort auf einem Konto deponierst zur Geldanlage, damit dir dort ein Konto eröffnet wird. Großer Nachteil der Schweiz, die hohen Gebühren. Das gleiche gilt für Liechtenstein. Das heißt, das ist nur Mandanten zu empfehlen, denen es wirklich ganz spezifisch um die Schweiz, den Schweizer Franken oder etwas in der Art geht. Ansonsten gibt es eben meiner Meinung nach bessere Alternativen. So, was ich jetzt beschrieben hatte, waren im Grunde genommen die einfachsten Möglichkeiten in Europa ein Konto zu eröffnen, meiner Erfahrung nach. Etwas schwieriger ist es in den folgenden Ländern. Hier muss ich auch gleich sagen, ja, wir widersprechen uns hier ein bisschen, weil die Länder, die ich jetzt nenne, sind technisch gesehen nicht in Europa, sondern in Asien. Sie haben aber einen europäischen Flair. Es geht um Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Obwohl ja Georgien zum Beispiel in Asien, wie gesagt, ist, möchte es zum Beispiel der Europäischen Union beitreten. Das zeigt einfach, wie nah sich Georgien, sage ich mal, Europa fühlt. Es ist sehr einfach, in Georgien ein Konto zu eröffnen. Du kannst dort tatsächlich in Georgien über in eine Bank gehen, besonders beliebt TBC und Bank of Georgia. Wir haben ja auch einen Kollegen hier in Georgien. Du kannst mal danach suchen auf unserer Webseite oder hier auch auf YouTube nach Georgien. Der Dr. Tovaze, Rechtsanwalt in Georgien, der Deutsch spricht, kann dir auch helfen, dass du remote ein Konto eröffnen kannst und gar nicht dorthin musst. Oder frag ihn mal, ob er es noch macht. Vielleicht ist der andere mittlerweile so groß, dass er es nicht mehr machen kann. Aber grundsätzlich kann ein Anwalt es für dich remote erledigen. Vorteil eben in Georgien, du hast hier Mehrfachwährungskonten und so weiter und so fort, also nicht in der lokalen Währung. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Und auch über den Service kann man sich ganz und gar nicht beklagen. Früher zahlten ja sogar georgische Banken auch sehr hohe Zinsen auf Kontoguthaben in anderen Währungen, Euro, US-Dollar. Das gibt es jetzt nicht mehr. Allerdings ist immer noch 11-12% auf Laris, der lokalen Währung, üblich. Auch in Armenien sollte es ziemlich einfach sein, ein Konto zu eröffnen. Das gleiche gilt auch für Aserbaidschan. Diese Länder, insbesondere Aserbaidschan, natürlich schon ziemlich asiatisch dann. Aber auch da sollte es sehr einfach sein, ein Konto zu eröffnen, indem du einfach dorthin gehst und letztlich dann in eine Bank marschierst und das Konto aufmachst. Die nächste Gruppe von Ländern sind im Grunde die Balkanländer, hier vor allen Dingen Serbien, Montenegro und Albanien. Montenegro war früher sehr einfach, du konntest dort einfach hingehen und ein Konto eröffnen. Heute ist es relativ schwierig geworden. Du kannst es vielleicht bei kleinen Banken in Touristen-Hotspots noch probieren und es hinkriegen. Deine Erfahrungen übrigens würden mich sehr interessieren, wenn du es schon mal probiert hast. Hinterlass doch hier einfach einen Kommentar und lass uns mal wissen, wie das funktioniert hat. In Serbien hast du den Vorteil, dass du solche Banken hast wie Raiffeisen. Auch dort sollte es normalerweise möglich sein, einfach hinzureisen und ein Konto zu eröffnen. Für Albanien und auch übrigens Nordmazedonien gilt das Gleiche. Hier solltest du ebenfalls ein Konto eröffnen können. Es kann natürlich nie schaden, einen guten Grund dafür zu haben. Weitere Länder, die ebenfalls möglich sein sollten, sind Portugal und Ungarn. Hier ist es aber ratsam, dass du vorher bei der Bank anfragst. Vielfach, wie gesagt, wird auch hier nur für Personen ein Konto eröffnet, die in dem Land wohnen. Wenn du aber bereit bist, hier ein wenig Geld zu deponieren und anzulegen, und wir reden hier nicht von Hunderttausenden, sondern vielleicht im fünfstelligen Bereich, schon ab 10.000, 15.000, dann sieht es gegebenenfalls anders aus. Hier würde ich dir aber raten, vorab zu planen, die Bank zu kontaktieren und dort nicht einfach so blind hinzureisen und auf das Beste zu hoffen. Das wird vielfach nicht funktionieren. Oftmals reicht es übrigens aus, bei den Banken schon zu sagen, dass du möglicherweise in Zukunft dorthin umziehen möchtest, auch wenn du keine wirklichen Umzugspläne hast. Wie gesagt, die Banken wollen sehen, dass du eine Beziehung zu dem Land hast, dass du Interesse in dem Land hast. Ich würde dort keinesfalls sowas sagen wie, ich traue nicht
meiner Währung zu Hause oder sowas oder meinen Banken zu Hause. Das sitzt sicherlich nicht gut. Also denk dir was aus, denk dir einen guten Grund aus, warum in diesem Land, was reizt dich daran besonders oder was ist ein guter Grund, dort ein Konto zu eröffnen. So, ich komme nun noch zu einigen anderen Ländern. Dort ist eigentlich auch die Kontoeröffnung normalerweise machbar, aber es werden eben relativ hohe Einlagen gefordert. Daher dann kann man sagen, es ist weder einfach noch schnell. Hierzu zählt zum Beispiel Andorra. Andorra ist ja auch nicht in der EU, ein kleines Land hier eingezwängt zwischen Frankreich und Spanien. Die haben den Euro. Hier wird aber schon erwartet, dass du mindestens 500.000 Euro investierst, bei der Bank anlegst, damit dir hier ein Konto eröffnet wird. Manche Banken werden sogar 1 Million von dir wollen. In Andorra gibt es tatsächlich nur wenige Banken, 3 oder 4 ausländische Banken sind dort noch nicht zugelassen. Das wird sich vielleicht in Zukunft ändern. Also auch hier relativ schwierig geworden. Weitere Länder, die von Interesse sein könnten, sind zum Beispiel die Kanalinseln und die Isle of Man. Hier haben die großen englischen Banken Niederlassungen, Lloyds, HSBC und Barclays zum Beispiel. Diese eröffnen dir normalerweise ohne weiteres ein Konto, geht auch alles online, kannst du über deine Webseite machen, sogenannte International oder Expats Accounts. Allerdings ist es dort notwendig, dass gewisse Summen über die Konten fließen. Entweder wirst du mindestens 100.000 hier deponieren müssen oder aber jährliche Umsätze hier der Bank zusagen müssen in Höhe von vielleicht der Hälfte des Betrages, 50.000 oder so. Also auch nicht gerade einfach, außer du hast natürlich die Möglichkeit, dieses Geld dort zu deponieren. So, das war's mit unserer Liste der Länder, wo du ein Konto eröffnen kannst, möglichst schnell und einfach. Wie gesagt, also es ist ein Widerspruch in sich hier, möglichst schnell und einfach zu erwarten, aber im Gesamtkontext immer noch einfacher als in vielen anderen Ländern. Tatsache ist es eben in Europa, gerade auch in der Europäischen Union, dass du nur ein Konto bekommst, wenn du dort entweder lebst oder aber eben eine Wohnung dort hast, einen Job dort hast oder sowas und dir die Bank dann ein Konto eröffnen muss. Wenn das Thema Kontoeröffnung im Ausland für dich wichtig ist oder du auswandern möchtest und die steuerliche Situation optimieren möchtest, dann würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, Vermögen aufzubauen und Vermögen zu sichern. Ich würde mich freuen, auch dich zu unserer Mandantschaft zählen zu dürfen. Vielen Dank und bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.